Hi guys, I'm playing around with my GelliPlate today, and when I do this, it just means I need some nice backgrounds. That's what I use my GelliPlate for, simple as that. I'm not doing this 1000 layers and this tool and that tool thing. It's just that I want to have some, just a bit of background without me being too controlled. That's always a good thing with the GelliPlate. Of course, you can control the paint you're using or the color you're using, but at the end of the day, it is often very, accidental what you're using. But for me, it is. It's just putting paint on, and at the end I will do my favorite stuff. I put more layers of paint on my GelliPlate, let it dry, and when it's dry I will put a layer of it is titanium buff, just a grey or a beige actually, and put then the paper on top and let that dry. And you have to be patient and wait. I wasn't very patiently waiting this time, but you will see that later. But that's what I like to do to get a perfect background. To me, it's then a perfect. Here, that was a big blob accident, so I had to get rid of a lot of paint. But ja. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal zeigen, ich spiele hier so ein bisschen rum mit meiner GelliPlate, mit meiner wie heißt die? Wurscht, ihr wisst, was eine GelliPlate ist. Und ich mache das immer nur, wenn ich so Hintergründe brauche. So klar, macht jeder, aber ich bevorzuge den Hintergrund, weil der so ungeplant ist, so unbedacht. Und klar kannst du planen, welche Farbe du nimmst, aber meistens funktioniert es trotzdem nicht so. Also GelliPlate planen ist immer schwierig. Deswegen, ich liebe das sehr, dass das Ungeplante und eben was so dabei rauskommt. Und ganz zum Schluss, das mache ich immer am liebsten, das ist das, wo ich immer drauf aus bin. Wenn ich dann so ganz viele Schichten Farbe auf meiner GelliPlate habe, lasse ich die eben so Schicht für Schicht trocknen, und ganz zum Schluss, wenn alles trocken ist, kommt dann so eine Schicht Titanium, also dieses Beige drauf. Da kommt, und wenn das packe ich drauf und dann das Papier drauf und dann warten und trocknen lassen, aber wirklich trocknen lassen. Wenn du das dann abziehst, hast du einen total wunderschönen Hintergrund. Ich habe diesmal nicht wirklich lange gewartet. Ich war nicht geduldig genug, aber ihr werdet dann später sehen. So, ihr seht ja mittlerweile hier es ist einfach nicht weiter was zu erklären, weil ich irgendwas mache, wo ich so Bock drauf habe. Da ist nichts zu erklären, nicht zu lehren. Das ist einfach so nach Gefühl. Und das ist das Schöne an der GelliPlate für mich. Viele machen da so eine Wissenschaft draus. Kann man, ja, aber ist nicht so meins. Und einfach schöne Sachen machen, so was mir gefällt. Und das ist ja auch alles relativ. Was für den einen schön ist, ist für den anderen halt nicht schön. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Und darum geht es ja. Und auch ich nehme gerne hier und da so verschiedene Sachen, um dann so Muster drauf zu machen. Und ja, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Of course I'm using mark making tools here and there as anyone else, because that works fantastically on a GelliPlate, doesn't it? So, and here this round thing, the lid of something, to make some marks, and that's at the moment the way I already think about the layers on my GelliPlate for my let it dry at the end and clean up the GelliPlate project, So that's when I start thinking about that, and because I know that will definitely stay on the plate, I will never remove that completely, and get layer on top of it.
and at the end I will end up with a nice background. So here this stamp looking thing is not a stamp, it's impression plate, and I have quite a few of them and I really like them. They're working fantastically. You can use them as a stamp, of course, and the good thing is you can clean them so easily. That's what I like to do with my stamps as well. But this one, they are easily being put into water. You just chuck them into water and you can clean them absolutely fantastically. Das hier, diese aussehen hier wie Stempel, das sind so Impressionsplatten, sind speziell gemacht für die GelliPlate. Das ist halt das Schöne, man kann die mit allen möglichen Medien benutzen und dann einfach ins Wasser schmeißen, was ich halt auch gerne mit meinen Stempeln mache. Deswegen mag ich auch keine Holzstempel, weil ich muss die einfach gut reinigen können. Ich benutze die ja auch ganz viel mit Acrylfarbe und ja, und die sind einfach ganz toll, die benutze ich unheimlich gerne. Und ja, für mich einfach perfekt. Hier, das ist so ein Netz, das ich benutze, weiß gar nicht. Ach, das ist so ein Insektenschutznetz vom Fenster, das ich hier benutze, ja, drauf zu kriegen. Das ist zum Beispiel auch das Muster, das sieht man hinterher nicht. Im Close-up kann man es dann sehen, aber eben auf diese Entfernung nicht. Aber es ist drauf und man sieht es, wenn man genau hinguckt. Und hier arbeite ich dann schon so, dass ich dann hinterher den Hintergrund habe und da dann weiterarbeiten kann. Ich benutze hier ein Palettenmesser mit diesen ja, geschwungenen Dingern da unten drauf und arbeite im Prinzip ein Bild auf meine GelliPlate, um das dann hinterher, ja, wenn alles trocken ist, auf Papier zu bringen. Werdet ihr dann sehen. You know, this is the way now I work my way through the layers and create a page on the GelliPlate actually. And at the end, when everything is dry, I can put it on my paper, you will see. I think most of you know that. As a last step, when you want to clean your GelliPlate, that's what you do, the easiest thing, and get a nice background. Yeah, but I like to do that. It's like painting on your GelliPlate and then get it onto paper. So a bit of my pink here, the neon pink, here and there. I blend it out with my brayer hier. So, ich habe jetzt hier noch so ein bisschen von dem Neon Pink und dem Orange und dann mit der Rolle drüber. Und das ist jetzt, das ist trocken, alles trocken. Ich habe auch mal getestet. Das, ja, Titanium Buff, Titan Buff, ja, Titanium Buff heißt das, glaube ich. Das packe ich drüber, dann kommt das Papier drauf. So, und jetzt heißt es warten, you know. Layer of this Titan Buff, that's from golden acrylic, and put the paper on top, and then you have to wait. And I was too impatient, too early. I should have waited a few minutes longer. You can see here on top. Yeah, that happens when you are too impatient. Ihr seht, das passiert, wenn man dann nicht geduldig genug ist. Es war nicht alles trocken genug, deswegen ist da noch was auf der GelliPlate geblieben. Aber ich finde gerade diesen schäbigen Look, diesen Distress-Look, finde ich eigentlich noch schön. So, jetzt habe ich das auf meinem Papier und arbeite jetzt weiter und mache mir da eine Art Journal-Seite draus. You know, that's on the paper now, and I go and work on it as a journal page. And of course I have to cut it to size first, or that's what I do, and then I use different of my thingies, Posca pens, white and blacks and so on. Ich habe mir das jetzt erst noch zurechtgeschnitten und benutze dann verschiedene Poscas hier in Weiß und in Schwarz, um das eine oder andere noch zu verstärken, werde dann noch da drauf schreiben und dann habe ich eine schöne fertige Seite, die einfach toll aussieht, finde ich. Ja, ist eben mein Geschmack.
Ihr werdet dann gleich auch das Close-Up sehen. Danach gibt es dann noch ein Extra, und zwar zeige ich euch 3 ATCs, die ich aus den Hintergründen mache. Ich zeige euch noch die Hintergründe, die ich so gemacht habe. Und da mache ich dann ATCs draus in einer speziellen Art und Weise. You know, I will show you the close-up soon, and then you will see something extra. It's 3 ATCs I made from one of the backgrounds, and that's often the case. What I do, you know, I use the backgrounds for ATCs a lot, and or for card making even. So, bit of splattering here, but the close-up is coming soon. As I said, you will see some ATCs I make in a special way. So stay tuned for that. That's now the close-up, and I quite like. You know, I was a bit annoyed with myself when I pulled it too early, when it wasn't dry enough. But I think it has this special distress look, and I really like it. So hier seht ihr ja, das ist dieses Netz im Hintergrund. Das sieht man eben im Close-up, wie ich gesagt habe. Da sieht man es dann sehr schön. Und auch halt dieses Zerrissene finde ich ganz hübsch. Ja. Aber wie gesagt, das war's. Jetzt geht's weiter mit meinen Hintergründen, die ich jetzt auch erstmal alle zurechtschneide. Und dann überlege, was ich damit mache, ob ich dann auch wieder als Art Journal Seite benutze oder ob ich alles komplett zerschneide. Das entscheide ich dann. Ich gucke mir das an. You know, these backgrounds, I have a look at, I cut them to size, and then I decide what to do with them. If I leave them in one piece, to use them as an art journal page background, or if I use it partially as in card making, or cut them up completely for ATCs. And that's what I do. I just show you the close-up here because of this fine nettings. I use this insect net things, and you can see that in the other one pretty good. It's not showing up from the distance, but when you're looking closer you can see it. So, and I will cut that up into ATC size, 2.5 inch by 3.5 inch, of course, just trying to find out which way to cut up best. How can I get the most out of it? And I have a little box where I have all my ATCs already made up, the cards, you know, the backgrounds. And I really like to make ATCs, so I just go have a look at my box and get some out. I always make 3 in a row. I don't know why. That is something, yeah, I'm attracted to. The number 3 is my favorite number anyway, and I quite like to do a series of 3. So what I use here, it's crackle paste, and I will put it on all of them, but I'm not using all of them. Ich habe jetzt hier alle geschnitten, diese 2,5 Inch mal bei 3,5 Inch, und habe auf alle diese Krakelierpaste draufgepackt. Was ich jetzt mache ist, nachdem das trocken ist, ich versiegle das so ein kleines bisschen, nur so ein Hauch mit einem Acrylic-Medium, damit das nicht runterflaked. Das passiert nämlich schon mal gerne. You know, I just seal it a tiny bit, a hint, with this acrylic medium, just that the surface doesn't flake, because the crackle paste just likes to flake off, and I want to avoid that. But I didn't want to seal it completely because I wanted to have the cracks. And what I do here, and you won't see me wearing gloves often, don't you? So, but I'm working here with the old sticks. I worked out, for me, it's the best media to get really black crackles, the cracks. But it is messy. You can remove it easily with from your medium with wet or a damp cloth. And you can see here the crackles are coming out really, really good. And it looks really distressed, the way I prefer it. Ich mache mit diese, um die
die Risse noch richtig schön rauszuarbeiten, benutze ich sehr gerne hier diesen Ölstift. Das macht aber eine riesige Sauerei, darum habe ich Handschuhe an, was ihr bei mir sehr selten seht. Aber da kriegst deine Finger nicht sauber, das setzt sich überall rein. Das ist eine Riesensauerei, deswegen trage ich dann immer Handschuhe, wenn ich das mache. Und wie gesagt, ich mache ja immer nur so einen Hint von dem Acrylic-Medium on top, gerade so, dass es nicht flaked, aber eben die Risse noch offen hält, sodass diese Ölfarbe richtig schön in die Risse, die arbeite ich da richtig schön ein. Und dann einfach mit diesem feuchten Tuch drüber und von der Oberfläche alles entfernen. Das funktioniert richtig super. Also habe ich jetzt rausgefunden, mit diesen Ölsticks, Ölfarbe-Sticks funktioniert das ganz, ganz hervorragend. So, ich habe alle 3 ATCs zusammengeklebt, um ein komplettes kleines Kunstwerk zu machen, das ich dann hinterher wieder auseinanderschneide. Und benutze hier so die Sachen, die ich rumliegen habe. Nichts Neues eigentlich, nee. Doch, außer die Herzen, die mache ich neu. Und den Teebeutel hatte ich rumliegen und auch eben die Wellpappe und so weiter. Das klebe ich jetzt erstmal alles zusammen. You know, I wanted to have all 3 ATCs together and want to create a whole artwork. And I will cut it apart later again. And I use everything, or almost everything I use is stuff I have laying around here in my leftover box, apart from these hearts. I will cut out 3 of them. I used to dye, but I use this very, very heavy handmade watercolor paper, and the dye is not going through that because the dye is not as thick, the cutting edge is not as thick as the paper, so that's why I had to work a bit on it. So I'm using this really beautiful red on my hearts, and then I will seal it with that's from, I made a mess on that one, from, what's the name, let me have a look. It is, from Mod Podge, exactly, this Dimensional Magic it calls, but it's nothing different to Glossy Accent also, yeah, exactly, or like triple gloss or whatever you call it. It's all the same, different name. That's what I put on my hearts really thickly. It of course takes quite a long time for it to dry, and I have to wait for that until the next day, otherwise I might ruin it. I'm working here on my ATCs, just glue everything together, assemble it, and then the next day I put the hearts on, but before I cut it apart, I think. Yeah, that's what I do. Just to find out how to position the heart. Oh no, I will try to find out how to position them before. Ich habe jetzt hier auf die Herzen erst eine schöne rote Farbe gepackt und dann von Mod Podge ist das so ein glossy Stuff, das heißt jetzt Dimensional Magic, aber es ist gleich im Prinzip wie Glossy Accent oder Triple Gloss von benutze ich dann immer Triple Gloss hier vom Rai her und wie sie alle heißen, das ist alles das gleiche. Da habe ich ziemlich dick drauf gemacht, das dauert natürlich, bis das trocken ist. So, jetzt ist das der nächste Tag und versuche jetzt rauszufinden, wie ich am besten die Herzen da platziere, aber dafür schneide ich sie jetzt auseinander und das gibt mir eine bessere Idee, wo ich die hinpacke. I now cut it apart, and that gives me definitely a better idea how to put the hearts on. Of course, it's always a little bit of this fuzzing around process. That's so typical me. But that's part of the fun, I think. Yeah, you will see I put them on the left and the middle. I put it onto the frame. I think that works quite good. And of course the other one will stay there in the middle. So that's what I do. Ich habe dann, wie gesagt, ein bisschen hier rumgemacht, hier und da, und konnte mich nicht entscheiden. Aber letztendlich
sind sie jetzt hier auf diesem Rand gelandet und auch der dritte eben so in der Mitte. Aber das ist eben immer so dieser Entscheidungsprozess, auch zu gucken, wie sieht das aus, wie ausbalanciert ist das. Das dauert bei mir schon mal so ein bisschen. Habe ich ja auch Spaß dran. Das ist ja halbe Miete beim Spaß, ja. Meine Stempel hinten drauf und jetzt kommen schon die Close-ups. Und das war's dann schon. That is the bits I'm doing on the reverse here, my timestamp, and then I number them, and that's it. That's the close-up coming now, guys, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay careful and stay healthy. That's the most important thing. And never ever forget to be creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, passt gut auf euch auf, weiterhin. Ja. Bleibt alle gesund. Vergesst niemals, kreativ zu sein. Also macht's gut, bis dann. Tschüssi.